Willkommen zurück, Freunde, hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt Anfang März 2024 und wer sich an mein letztes Video erinnern kann, da habe ich erwähnt, dass ich ja jetzt meine neue Offroad-Reise vorbereite für dieses Jahr, und es geht tatsächlich schon im März los, also jetzt Ende des Monats, noch 3 Wochen. Und bei der Gelegenheit habe ich gesagt, okay, ich habe an der Maschine schon eine ganze Menge modifiziert. Genau genommen sind es nahezu 37 Sachen, die ich an dem Motorrad verändert habe. Und ich dachte, ich fasse die Sache mal heute zusammen in einem Video und gehe nochmal auf einzelne Modifikationen ein. Und ja, das sind bei weitem nicht alles nur irgendwelche Gimmicks, sondern haben natürlich auch ihre Berechtigung, vor allen Dingen für meinen Zweck. Nochmal zum Einsatzzweck ist zu sagen, dass ich ja einmal ziemlich viel Wert lege natürlich auf Zuverlässigkeit und auf Offroad-Performance und natürlich auch Fernreisetauglichkeit. Natürlich sind so ein paar Sachen auch ein bisschen Optik und Individualismus, weil, mal ganz ehrlich, ihr kennt es vielleicht auch von euch, ja, beim Motorradfahren geht es auch so ein bisschen um irgendwie das gewisse Extra, und ja, so ein bisschen emotional ist die ganze Sache schon, und dann macht man natürlich auch Sachen, die nicht unbedingt vernünftig sind, aber einfach cool aussehen. Gut, also, womit fangen wir denn mal an? Wir fangen mal am besten ganz vorne an. Und zwar, was natürlich auf den ersten Blick auffällt, ist einmal die Farbe. Ich habe das ja auch schon gesagt, als mein 8000 Kilometer Review-Video rausgekommen ist. Übrigens, ich habe jetzt aktuell 18.500 Kilometer runter. Nur wen das interessiert, aber ein neues Review gibt es jetzt noch nicht. Das mache ich erst viel später, wenn ich von meiner Marokko-Reise zurückkomme. Da werden auf jeden Fall noch mal, weiß ich nicht, 8000 Kilometer draufkommen. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal etwas weiter. Gut, also Farbe habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich habe die Maschine Perlmutt weiß lackiert. Das ist ein 4-Schicht Perlmutt-Lack von Opel. Das habe ich einfach aus optischen Gründen gemacht. Ich wollte irgendwie was Besonderes haben vom Design her, weil mir meine Red Rock-Variante, wie die Maschine ja vom Werk aus gekommen ist, die sah zwar auch geil aus, aber irgendwie waren es einfach zu viele Leute, die damit rumfahren. Und ich stehe ja schon so ein bisschen auf individuelle Sachen, die nicht jeder hat und nicht an jeder Ecke stehen. Und ich glaube, das ist mir so ein bisschen vom Design gelungen. Perlmutt weiß, dann einlackierte Aufkleber unter Klarlack. Also ich habe den jetzt auch den ganzen Winter durchgefahren, und der Lack ist immer noch super robust. Also die Lackierung ist mir gut gelungen. Auf jeden Fall sehr, sehr haltbar. Ne? Also vom Design her mit den Martini-Streifen passt das wirklich gut. Und dann habe ich natürlich noch so ein bisschen auf diese Komponenten geachtet, die so dazu passen. Hier, ihr seht einmal die Sitzbank, die habe ich nochmal abgeändert, da komme ich aber gleich noch zu. Gut. Ja, der nächste Punkt ist schon mal hier das Cockpit. Das Cockpit ist etwas verändert. Man sieht als allererstes hier den Lenker, den ich verändert habe. Das hat einmal den Grund gehabt, dass ich einmal natürlich die Optik ein bisschen ändern wollte. Der Stahllenker ist irgendwie so ein bisschen 0815 und hat mir nicht wirklich gut gefallen. Und ich mag eigentlich ganz gerne Lenker mit einer Mittelstrebe. Und das gibt einmal mehr Stabilität, und es ist tatsächlich auch so, dass der Lenker super robust ist. Also es gibt so die Gerüchte, dass sich das Alulenker nicht halten. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen erlebt, der irgendwie einen gebrochenen Alulenker hat. Zumindest nicht in den letzten, weiß ich nicht, 25 Jahren. Und ich glaube, wenn der Alulenker gebrochen ist, habt ihr wahrscheinlich andere Sorgen als nur den gebrochenen Lenker. Also die ist mir schon zigmal umgekippt, und auch auf der Bosnia Rallye hatte ich 2 Stürze. Ja, und der Lenker hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Also wunderbar. Was hier noch zu beachten ist, ich habe den Lenker etwas gekürzt. Ich habe jetzt, glaube ich, aktuell doch insgesamt eine Länge von 91 cm oder 90 vielleicht sogar. Das liegt aber auch an diesen Handguards, die so ein bisschen nach außen stehen. Was ich noch gemacht habe, um die Breite des Lenkers zu reduzieren, ist, ich habe die Vibrationsdämpfer einfach weggelassen, weil die den Lenker einfach viel zu breit machen. Also das sind ja locker nochmal 3 cm pro Seite.
Und die Himalayan hat meines Erachtens keine großartigen Vibrationen, die es rechtfertigen, irgendwie Lenkergewichte da dran zu machen, die, keine Ahnung, 600 Gramm wiegen oder so. Also für mich ist jetzt in letzter Zeit auch wichtig, dass das Gewicht etwas runterkommt, weil mein Einsatzzweck ist eben Offroad und mit Gepäck Offroad. Und das bedeutet, wenn ich die Maschine umkippe oder ich im Schlamm irgendwo stecken bleibe, dann ist es ein gigantischer Unterschied. Kriegt ihr das Motorrad wieder hoch oder kommt ihr vielleicht den einen oder anderen Berg hoch oder eben nicht? Daher die Gewichtsreduktion. Ja, was haben wir noch? Der Lenker ist ein TRW-Lenker, der ist von Lucas. Den gibt es bei Polo und den gibt es bei Lewis zu kaufen. Er kostet irgendwie um die 50 Euro, auch relativ preiswert. Den gibt es in verschiedenen Höhen. Also das ist hier der TRW 155. Der ist von der Höhe wirklich angenehm gut gekröpft. Natürlich kommt es auch auf die Position des Lenkers an. Ich habe die etwas nach vorne gedreht mittlerweile, weil das das Fahren im Stehen einfach etwas erleichtert. Es ist natürlich im Sitzen cool, wenn der Lenker etwas nach hinten geneigt ist, auch für die Handgelenke, aber im Gelände steht man einfach auch viel und dann macht es einfach Sinn, den Lenker etwas nach vorne zu kippen. Was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben Riser eingebaut. Das sind 30 mm Riser von Hitchcocks. Übrigens kann ich Hitchcocks uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein ziemlich bekannter Shop in Großbritannien. Klar, es ist momentan ein bisschen nervig mit den Zollgebühren, weil die Engländer ja so schlau waren, aus der EU auszutreten. Das hat natürlich für uns jetzt auch Nachteile, dass das Ganze etwas teurer ist. Das heißt, die Artikel kommen über den Zoll und ihr müsst dann die Zollgebühren wahrscheinlich dann bei der Post bezahlen, eventuell auch vorher. Also bei mir war es bisher so, wenn ich bei Hitchcock Sachen bestellt habe, waren die echt ziemlich schnell da. 5 bis 6 Tage hat das in der Regel gedauert. Und dann habe ich die Zollgebühr dann in der Post entrichtet. Klar ist das nicht so billig, ein bisschen teurer als Teile aus Indien, aber die Hitchcocks Sachen sind einfach von der Qualität her wunderbar. Guckt euch einfach den Shop mal an. Also ich bin total zufrieden mit dem Shop. Auch der Kundenservice ist klasse. Ich hatte damals, wo ich mir ein Diagnosegerät gekauft habe zum Auslesen der ECU, habe ich mehrere Nachfragen gehabt und ich habe wunderbar schnell Antwort bekommen per E-Mail. Und das ist heutzutage auch nicht selbstverständlich, dass die Leute nicht einfach nur euch irgendwelchen Krempel verkaufen, sondern danach auch tatsächlich noch für Fragen zur Verfügung stehen. Gut. Was jetzt auch noch auffällt im Vergleich zu dem letzten Video, da hatte ich ja noch relativ günstige Handguards mit chinesischen Aluminiumbügeln. Die haben einigermaßen gehalten, auch bei der Bosnia Rallye haben die Stürze weggesteckt, aber was man sagen muss, ist, die haben sich natürlich auch etwas verbogen und vor allen Dingen die Halterungen sind ein Riesenproblem. Also diese Befestigungspunkte werden sehr, sehr stark belastet bei einem Sturz und das ist eigentlich so die Achillesferse. Und ich habe mir jetzt doch von Handguards, also nicht von Handguards, sondern von Bugbusters die Originalbügel gekauft. Habe mich natürlich auch beim letzten Mal noch darüber beklagt, dass die Dinger so teuer sind mit 170 Euro, aber ich bin hier so einen kleinen Kompromiss eingegangen. Ich habe mir die Aluminiumbügel einzeln gekauft für 99 Euro und habe meine alten Handplates oder ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt hier, aber diese Platten habe ich behalten und ich finde die ganz gut, weil ich mag nicht so ganz gerne diese voluminösen Dinger, die brauche ich eigentlich nicht. Mir reichen diese kleinen, sodass der ganze Spaß nicht ganz so teuer war. So, also die Handguards ist jetzt meine Modifikation Nummer 4 und kommen wir jetzt schon zu Nummer 5. Und zwar sind die Griffe. Ich habe im Vergleich zum letzten Mal hier von ProGrip Schaumstoffgriffe montiert. Das ist eigentlich auf eine Empfehlung von anderen YouTube-Kanälen, habe ich das mal ausprobiert, habe die aufgezogen. Die sollen im Gelände wirklich angenehm sein, sind auch relativ dünn. Ja, und ich probiere die aus, also sie fassen sich angenehm an. Passt einfach auch zu einer Maschine, die im Gelände viel bewegt wird. Schauen wir mal. Müssen wir ausprobieren, wie lange die halten. Die Dinger kosten ungefähr 20, 25 Euro, sind relativ teuer für so ein paar Schaumstoffgriffe, aber gut, nützt ja nichts. Ja, dann kommen wir auch schon mal zum nächsten Punkt und zwar den Vibrationsdämpfern, habe ich gerade schon gesagt. Vibrationsdämpfer habe ich abgebaut. Das ist einmal Gewichtsreduktion,
und natürlich die Breite des Lenkers zu reduzieren, damit einfach ihr leichter durch den Verkehr kommt. Ich benutze die Maschine ja nicht nur zum Spaß, sondern fahre damit auch fast jeden Tag zur Arbeit. Und das ganze Jahr, ich gehe einkaufen, mache alles damit und muss mich dementsprechend auch ganz gut durch den Stadtverkehr schlängeln können und muss es nicht unbedingt haben, dass ich dann einfach einen zu breiten Lenker habe. Ja, der andere Punkt ist, ich habe bereits beim letzten Mal ein Video veröffentlicht und zwar, da habe ich hier diese Super Motospiegel angebracht. Das ist jetzt, glaube ich, 2 Monate her. Ja, das hatte so mehrere Gründe. Das einmal ist irgendwie, dass ich das Gewicht damit etwas reduziert habe. Das andere ist, weil ich einfach mal Bock hatte, das mal auszuprobieren, wie diese Super Motospiegel sich so geben. Es war eigentlich auch irgendwie so eine optische Sache, wo ich dachte, Mensch, das sieht ganz cool aus. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 2 Monate mit den Dingern rumgefahren und die funktionieren wirklich gut, auch im Alltag. Also ich habe so ungefähr 3 Wochen gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Man ist ja erstmal so ein bisschen irritiert, dass man, wenn man geradeaus guckt, alles frei ist und man hat keine Spiegel und muss sich erstmal umgewöhnen, also nicht den Blick nach oben zu setzen, sondern tatsächlich leicht nach unten zu bewegen, den Blick. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so nach 3 Wochen habe ich mich echt dran gewöhnt und im Normalzustand ist sogar die Sicht nach hinten etwas besser. Also der Blick nach hinten ist mit den Spiegeln wirklich gut. Und was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, dass ihr habt ja sogenannte Mikrovibrationen immer auf Spiegeln. Gerade wenn man schneller fährt auf der Autobahn, passiert das schon mal, dass normale Spiegel so ein bisschen anfangen zu vibrieren und ihr nicht alles im Rückspiegel klar erkennen könnt. Und das ist tatsächlich bei den Dingern nicht der Fall. Also die haben gar keine Vibrationen. Aber letzten Endes werden wir sehen, wie die sich Offroad auch schlagen. Nach meiner längeren Reise kann ich euch mehr dazu erzählen. Bis jetzt guter Kauf. Das sind Shinio-Spiegel bei Lewis gekauft für 36 € pro Stück ungefähr. Also auch noch erschwinglich. So, dann sind wir jetzt schon bei Punkt Nummer 8. Das hatte ich beim letzten Mal euch auch schon gezeigt. Wer das letzte Video gesehen hat, hier nochmal zur Vervollständigung. Ich habe hier Hebeleien von Hitchcocks, verstellbare Handhebel, Bremshebel und auch Kupplungshebel. Das hat 2 Gründe, also eigentlich 3 Gründe. Der erste, die sehen besser aus. Der zweite ist, sie sind verstellbar. Der dritte ist, sie fassen sich einfach besser an. Sind total cool vom Gefühl her. Ich glaube, die Dinge haben so um die, weiß ich nicht, 30 € gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau. Die waren relativ günstig. Was ich hier nochmal gemacht habe, ich habe die vorne etwas abgeschnitten, damit man, wenn man im Stehen fährt und mit 2 Fingern die Hebel zieht, vor allen Dingen den Bremshebel, dass ihr euch hier nicht den kleinen Finger oder den Ringfinger einklemmt. Also bisher wunderbar, die Dinger funktionieren einfach gut. Ja, dann kommen wir mal zu Nummer, was haben wir hier für eine Nummer? Nummer 9, also Modifikation Nummer 9. Das ist jetzt nur eine Sache für eine längere Reise. Ich habe hier parallel einen weiteren Kupplungszug verlegt, einfach aus Sicherheitsgründen. Das hat einfach den Zweck, wenn ihr tatsächlich mal einen gerissenen Kupplungszug haben solltet, könnt ihr einfach schnell den Kupplungszug aushängen hier beziehungsweise umhängen und müsst jetzt nicht einen neuen erstmal einfädeln. Allerdings habe ich mit dem Motorrad keine Probleme irgendwo gehabt. Also meine letzte Bosnien-Reise war ja 5500 Kilometer, also die Bosnia Rallye und dann auch noch den TED in Slowenien und Bosnien und Kroatien gefahren. Und ich hatte nichts dran an dem Motorrad. Ist auch nichts kaputt gegangen. Also von daher ist das einfach nur eine Sache. Kupplungszug ist mit dabei. Ihr habt kein unhandliches Stück Kabel, was ihr irgendwo in euer Gepäck packen müsst. Und ja, ihr habt das Ding einfach parallel liegen. Ja, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das ist Nummer 10. Immer noch im Cockpit. Und zwar, ich benutze hier schon seit längerer Zeit eine sogenannte Kevik Induktions-Handyhalterung. Ich habe hier aktuell ein iPhone 13, schon längere Zeit, also ein normales iPhone 13. Ich hatte vorher ein 13 Mini, bin jetzt doch nochmal auf ein etwas größeres Modell gewechselt. Ja, meine Augen sind nicht mehr die besten. Und das iPhone 13 ist jetzt auch wirklich nur mittelgroß, also nicht übertrieben, passt wunderbar, hat aber die gleiche Technik wie das kleine Mini. Und hatte mich auch längere Zeit damit beschäftigt, verschiedene Handyhalterungen auszuprobieren, weil ich stehe irgendwie darauf, mein Handy als Navigation zu nutzen. Ich benutze ja Mapout für iOS. Das ist eine ziemlich coole App, sehr, sehr zuverlässig, die ich bei der Bosnia Rallye getestet habe und bin damit ziemlich zufrieden. Die ist easy aufgebaut.
mache vielleicht später noch mal ein Video zu diesem Thema. Da gibt es ja auch verschiedene Konkurrenzprodukte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte vorher geguckt, gibt es noch Alternativen zu den üblichen Systemen Quadlock und SP Connect. Diese Quadlock und SP Connect Systeme sind eigentlich schon ganz cool vom, ich sag mal, vom Konzept her. Aber letzten Endes sind die einfach viel zu teuer. Also in meinem Setup komme ich auf irgendwie über 200 Euro. Also ich brauche eine andere Hülle für mein Telefon. Ich brauche definitiv einen Vibrationsdämpfer, um die Kameras zu schützen. Vor allen Dingen, wenn ihr im Gelände rumfahrt, habt ihr ja noch mal mehr Erschütterung. Und ich hatte diese Käfighalterung auch schon auf der Bosnia Rallye wunderbar funktioniert, mit dem iPhone 13 keine Probleme. Navigation zuverlässig funktioniert. Ja, und was eben sonst noch ein wichtiger Punkt ist bei einer Handynavigation, ja, die modernen Handys sind natürlich alle wasserdicht, auch das iPhone, aber was definitiv der Fall ist, wenn ihr im Dauerregen fahrt, dann gibt es einfach einen sogenannten Sicherheitsmechanismus, der dafür sorgt, dass die Lightning-Ladebuchse abgeschaltet wird für eine gewisse Zeit. Und es dauert, sage ich mal, wenn der Regen aufhört, ungefähr eine Stunde und dann fängt das Handy erst wieder an zu laden. Also das ist einfach eine softwareseitige Sicherheitsfunktion. Und das kann aber dazu führen, wenn ihr den ganzen Tag im Dauerregen fahrt, dass ihr das Handy nicht laden könnt. Und das ist durchaus ziemlich unangenehm. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr überlegt, ja, ich habe auch wieder eine Käfighalterung, die gleiche, die ich letztes Jahr schon in Bosnien gefahren habe. Aber diese hat hier noch eine zusätzliche Induktionsfunktion. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr auf den Lightning-Ladeanschluss angewiesen, sondern kann jetzt per Induktion laden. Ist ziemlich cool. Im Notfall habe ich halt immer noch andere Lademöglichkeiten. Und die Halterung ist ultra solide und kostet ungefähr 120 Euro. Und ich kann meine Originalhülle benutzen vom iPhone. Ich benutze halt am liebsten eine sehr, sehr dünne, schlanke Silikonhülle, die transparent ist. Weil ich sag mal, man kauft sich ja irgendwie auch nicht ein vernünftiges Handy, um dann irgendwie so eine fetten Plastikklopper da drüber zu machen. Aber ist eine Geschmackssache. Ich stehe einfach auf diese schlanken Silikonhüllen. Und mit Quadlock oder SP Connect muss man halt so eine Plastikhülle drum klippen, die wieder dicker aufträgt und einfach die Kosten in die Höhe schraubt. Ja, so viel dazu. So, natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man, gerade wenn man auf einer Fernreise unterwegs ist und man natürlich auf sein Handy absolut angewiesen ist, ganz einfach, weil ihr es für alles benutzt, also auch für die komplette Navigation, ist es einfach essentiell, auch gute Lademöglichkeiten zu haben. Und ich habe als allererstes an dem Motorrad eine USB-Dose hier angebracht an der Seite. Die habe ich auf Klemme 15 angeschlossen. Das heißt, die Klemme läuft nur unter Strom, wenn die Zündung läuft. Und hatte später aber auch nochmal einen weiteren USB-Anschluss hier angebracht mit einer Zigarettendose und ja, 2 weiteren USB-Anschlüssen, die eine höhere Ladeleistung haben. Und was eben auch ganz cool ist, wir haben hier noch einen Schalter, also die läuft auf Klemme 30, also ist immer über die Batterie Plus geschaltet, ist also immer Strom drauf, aber ihr habt einen Schalter und könnt die Dose bei Bedarf ein- und ausschalten. Die brauche ich aktuell nicht, weil die Induktionsladung läuft bisher wunderbar. Das ist jetzt einfach nur eine Notfalllösung für den Fall, dass mit dem Induktionsladesystem irgendetwas schief gehen sollte, habe ich immer noch die Möglichkeit, über USB zu laden mit separaten Lightning-Kabel. Das ist immer noch so ein Backup. Und was man auch machen kann, also das habe ich jetzt wahrscheinlich auch vor, dass ich jetzt parallel noch mit der zweiten USB-Dose vielleicht auch noch einen Kameraakku von meiner Action-Cam laden kann oder vielleicht auch Drohnenakkus während der Fahrt laden kann. Weil wenn man in der Botanik unterwegs ist und vielleicht abends nicht in einem Hotel übernachtet, habt ihr eben auch keinen Strom und könnt Kameraakkus unterwegs schlecht aufladen. Und ich sag mal, das ist immer ganz gut, wenn man Möglichkeiten hat, technische Geräte unterwegs noch zu laden. Das ist also jetzt so meine Intention an der ganzen Geschichte. Ja, dann kommen wir schon zu unserer 13. Modifikation. Die habe ich eigentlich von Anfang an schon dran. Und zwar ist das die Scheibe. Und zwar, das ist eine kurze Hitchcock-Scheibe. Die Originalscheibe von der Himalayan ist eigentlich für die meisten echt nicht gut, weil ihr habt das sogenannte Windbuffeting in Englisch oder halt Verwirbelungen, die Scheibe verursacht, genau im Sichtbereich. Also ihr könnt das ganz einfach mal ausprobieren, wenn ihr mit der Scheibe fahrt und ihr macht das Visier auf, wenn ihr ein Visier habt und bewegt euch mal hoch und runter und dann merkt ihr ganz genau, wo der Wind reinhaut. Und die Originalscheibe ist total blöd von der Höhe, also die ist so mittelhoch. Und ich habe mich damals halt für eine kürzere Scheibe entschieden, weil bei dem Tempo, was ich fahre, 110, 120 auf der Autobahn maximal, da ist es einfach überflüssig, so eine fette Windschutzscheibe vor der Nase zu haben.
Ich bin es auch gewohnt, ohne Scheibe zu fahren. Ich fahre sogar in der Regel bis 100 km/h ohne Visier oder mit offenem Visier. Es sei denn, man hat irgendwie Sand in der Luft. Also meine Augen sind nicht besonders empfindlich. Die Scheibe brauche ich nicht wirklich. Es ist eher eine optische Sache. Was mich eben an den hohen Windschutzscheiben stört, ist einfach, dass sie einem die Sicht nach vorne wegnimmt, wenn man im Gelände fährt. Oder irgendwelche Winddeflektoren, die oben noch angebracht sind, ist nichts für mich. Es gibt Leute, die fahren damit. Es hat natürlich den Vorteil, wenn ich eine hohe Scheibe habe, dann kann ich hier noch so einen Rally Tower einbauen, um irgendwelche Navis noch mit anzubringen. Wenn ich das jetzt bei mir hier machen würde, würde das Navi hier einfach rausragen. Aber wie gesagt, ich nutze sowieso mein Handy, weil ich keinen Bock eben habe auf zu viele technische Geräte, die irgendwie kaputt gehen können. Und bin ehrlich gesagt mit den Navigationslösungen, die es auf dem Markt gibt, nicht wirklich zufrieden. Auch das Sumo von Garmin ist jetzt meiner Meinung nach nicht gut genug. Ja, das funktioniert, aber wenn man einfach so die Geschwindigkeit und die Haptik, ich sag mal, von einem iPhone gewohnt ist, und ich benutze das schon ewig, ist es schwierig, softwaremäßig da dran zu kommen oder eigentlich kaum möglich. Klar, so ein Navi hat auch noch Vorteile, aber ich habe einfach keinen Bock auf verschiedene technische Geräte mit Stromverbindungen, zusätzlich Kabel nochmal. Also ist mein Ding, ich versuche das alles mit dem Handy zu machen und bis jetzt hat es auch über Jahre immer funktioniert und es hat mich immer sicher ans Ziel bekommen. Ja, das zum Thema Windschutzscheibe von Hitchcocks. Kostet ungefähr 60 Euro. Könnt ihr nachschauen. So, dann sind wir jetzt schon aus dem Cockpit-Bereich rausgegangen und kommen jetzt so ein bisschen zum Fahrwerk. Also fahrwerkstechnisch habe ich einiges an dem Motorrad gemacht und auch etwas verändert im Laufe der letzten Monate oder 1,5 Jahre. Und zwar, ich habe in meiner Gabel Hitchcocks Federn drin, die eine 10% höhere Federrate haben. Die Balayan ist durchaus brauchbar, auch im Originalzustand. Also übrigens gilt das für alle diese Sachen, die müsst ihr nicht machen. Die Maschine funktioniert auch ab Werk gut. Aber natürlich macht es schon Sinn, wenn man viel Offroad fährt, die Gabel etwas straffer zu machen. Und das habe ich eben mit 10% höheren, nicht höheren, aber strafferen Federn gemacht von Hitchcocks. Das sind relativ preiswert, kosten glaube ich 50 Euro, so ein Federsatz. Und dann habe ich noch etwas dickeres Gabelöl verwendet, 15W20. Damit wird die Dämpfungsrate der Gabel etwas verstärkt. Die Gabelölmenge ist die gleiche. Was ich früher hatte, war, ich hatte hier oben noch sogenannte Preload Adjuster, womit man die Federvorspannung und den Druck auf die Federn noch einstellen konnte. Aber das ist zwar ein nettes Gimmick, aber letzten Endes, ihr stellt das einmal ein und dann bleibt das so. Also ich weiß nicht, wie oft man da rumschraubt. Ich habe es kein einziges Mal gemacht. Und was ich jetzt noch gemacht habe, wann war das? Nach meiner Bosnien Rallye, habe ich nochmal die Geometrie des Fahrzeugs verändert. Und zwar, wenn ihr viel im Gelände fahrt, vor allen Dingen, ich fahre jetzt nach Afrika und auch in die Wüste und natürlich da auch im Sand. Und dann ist es eben so, dass man durchaus größere Probleme hat, die Maschine ruhig zu halten am Vorderrad. Und es macht auf jeden Fall Sinn, mehr Gewicht nach hinten zu verlagern. Und das kann man auch mit dem Fahrwerk machen. Zum einen kann man hinten das Heck etwas absenken, durch die Federvorspannung rauszunehmen oder die Zugstufendämpfung zu reduzieren. Aber im Frontbereich habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir sogenannte Fork Extensions, also ein Erweiterungskit für die Gabel gekauft. Damit kann man die Gabel um 30 mm verlängern. Das fällt hier auch nicht auf, das verschwindet hier unter der oberen Gabelbrücke. Und das hat zur Folge, dass die Front des Motorrads nach oben kommt und der Nachlauf des Motorrades verlängert wird. Ne? Also diese Geometrie, wenn man die jetzt anwinkelt, also flacher stellt die Gabel, dann verlagert man das Gewicht nach hinten und gleichzeitig ist die Front stabiler. Ne? Ich verspreche mir eben davon, im Schlamm oder auch im Sand, ne, wenn ihr da Unruhe im Fahrwerk habt, dass ihr einfach die Front einfach leichter hochkommt. Ne, auch um das Vorderrad zu entlasten und einfach mehr Fahrstabilität. Also das merkt man jetzt während der Fahrt kaum. Natürlich ist da etwas weniger Agilität dann, ist logisch, weil wenn die Gabel steiler steht, ist das Motorrad agiler, aber die Maschine ist super agil. Ne, also das verspreche ich mir jetzt von dieser Veränderung. Und ein kleiner Nebeneffekt ist, ihr bekommt natürlich dadurch die Bodenfreiheit noch etwas angehoben. Ne, wenn ihr die Gabel nach oben zieht, habt ihr natürlich auch mehr Bodenfreiheit, was jetzt auch nicht unbedingt verkehrt ist. Ja,
Das heißt, wir sind jetzt schon bei Punkt Nummer 17. Ja, ich muss ab und zu mal auf mein iPad gucken hier, um nichts zu vergessen. Das ist ja durchaus schon eine relativ lange Liste. Nummer 17 ist der Lampenschutz. Ich habe dieses Lampengitter hier angebracht vor der Bosnia Rallye als Steinprotektor sozusagen, wenn halt jemand vorne wegfährt, dass eben keine großen Steine hinten hineinschlagen in die Scheibe und den Scheinwerfer kaputt machen. Sieht optisch auch cool aus, hat sich bewährt. Scheinwerfer ist noch wie neu und ich finde, es beeinflusst auch nicht die Lichtleistung. Zum Thema Lichtleistung, es gibt Leute, die sagen, die Lampe ist zu schwach. Also wenn die richtig eingestellt ist, also mir reicht das. Also ihr fahrt sowieso damit nicht durch einen dunklen Wald ohne jegliche Außenbeleuchtung. Also mir reicht die Beleuchtung, ist alles noch original, aber dieser Lampenschirm, wie gesagt, nicht. Und ja, das ist so ein Billigteil aus Indien, weiß ich nicht, hat 20 Euro gekostet. Hat jetzt auch nicht so super gut gepasst hier mit den Halterungen, aber ich habe mir so ein bisschen was selber gebastelt. Ich hatte keinen Bock, den zurückzuschicken. Ist robust, funktioniert. Ja, kommen wir mal hier zum nächsten Punkt. Und zwar einmal hier dieses Royal Enfield Emblem. Das ist normalerweise werksseitig hier in diesem schwarzen Kunststoff hier angebracht. Und ich habe ja hier sogenannte Jerrycan-Halter verwendet, um meine Zusatz-Benzinkanister da dran zu packen. Das ist die eine Sache. Also ich habe hier zweimal 3 Liter Zusatzbenzin, was ich jetzt auch nach Marokko mitnehmen werde. Für den Fall, dass ich da mal irgendwie eine längere Etappe in der Wüste mache, habe irgendwie Angst, dass mir der Sprit nicht reicht. Und das hat aber zur Folge, wenn man diese Jerrycan-Halterung hier anbringt, dass dieses Royal Enfield-Schild hier weg muss. Aber ich finde das irgendwie optisch total cool und habe mir einfach so Halterungen gebaut, um das hier nach oben zu verlegen. Optik. Ja, was hier noch viel mehr Einfluss hat, also das ist jetzt nicht nur Optik, sondern auch wirklich, ich sag mal so, performance-relevant. Ich habe hier einen Lenkungsdämpfer angebaut. Und zwar keinen billigen Lenkungsdämpfer, sondern den Lenkungsdämpfer von HyperPro. Und zwar hat das den Grund, dass HyperPro eigentlich der einzige Anbieter ist, den ich gefunden habe, der eine Halterung anbietet, eine originale Halterung, die wunderbar hier an die Gabelstandrohre passen. Und habe jetzt ungefähr, weiß ich nicht, war schon an die 400 Euro für das ganze Set. Also HyperPro Lenkungsdämpfer, das ist ein progressiver Lenkungsdämpfer mit entsprechender Halterung habe ich gekauft. Und das ist einfach dafür da, dass wenn man im Tiefsand fährt oder auch im Schotter oder auf Geröll, dann neigt das Motorrad ja dazu, euch das Vorderrad oder den Lenker aus der Hand zu schlagen. Und das kann zum Sturz führen. Und mit einem Lenkungsdämpfer könnt ihr dieses Fahrwerk wunderbar unter Kontrolle halten. Also ich verspreche mir davon jetzt gerade im Sand in Marokko auch wirklich einen großen Vorteil. Zusammen mit der Fork Extension habe ich nochmal deutlich mehr Ruhe in der Front. Ne? Also das ist ein wichtiger Punkt. Sieht natürlich auch klasse aus, aber vor allen Dingen, ich sag mal, ist es vielleicht eine gute Investition im etwas ambitionierteren Offroad-Einsatz, einfach um auch Stürze zu vermeiden und etwas stressfreier damit zu fahren. Ja, dann kommen wir nochmal zu einer anderen Geschichte. Und zwar einmal ist es hier diese Platte, die zwischen den Standrohren steht. Man kann ja sehen, hier haben wir zwischen den Standrohren eine Verbindungsplatte. Da ist mir, was ich auch erstmal nicht gesehen habe, aber auch nach der Bosnia Rallye, hatte ich tatsächlich in der Originalplatte hier einen kleinen Riss drin. Wahrscheinlich durch die Vibration oder vielleicht war die auch verspannt eingebaut. Aber ich habe jetzt mir von Hitchcocks eine verstärkte Gabelplatte gekauft, aus gefrästem Aluminium, die etwas massiver ist. Ne? Die hat jetzt keine wirklich großartige Funktion, weil es gibt eben auch Enduros, die haben hier überhaupt keine Platte. Die verstärken oder versteifen einfach nochmal die Gabel, damit die sich nicht so verwindet. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt mal die hier von Hitchcocks gegönnt. Ich glaube, die war auch nicht so billig. Meine 60 Euro oder so kostet die Platte oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber mega solide. Was wir sonst noch sehen, sind natürlich hier diese Mud Riser, sogenannten Erhöhungen der Gabelplatte. Das machen auch sehr, sehr viele von euch, das kennt ihr sicher. Und zwar macht man das einfach, damit dieser Mudguard, also dieser kleine Kotflügel hier vorne, etwas mehr Freiheit bekommt, falls ihr hier durch Schlamm fahrt oder auch Steine sich hier nicht so schnell festsetzen können. Ja, dann kommen wir nochmal zu den anderen Sachen, die wir so haben. Und zwar, ich habe ja hier diverse Kameramounts angebracht. Der Hauptkameramount, den habe ich jetzt aktuell an meinem Helm. Ich hatte vorher eine Halterung an der Brust.
für meine Actioncam, aber ich habe jetzt gemerkt, auch bei den Aufnahmen in Bosnien, dass teilweise die etwas zu niedrig sind. Und ich wollte gerne die Position höher haben. Finde es grundsätzlich nicht so gut am Helm, weil ihr natürlich dann etwas mehr Unruhe habt im Kamerabild. Aber ich sag mal, wenn man das weiß, dann darf man halt den Kopf nicht so schnell hin und her bewegen. Und habe jetzt erstmal einen Hauptkameramount auf den Helm gelegt, aber zusätzlich noch einen kleineren Kameramount an den Schutzbügeln, also an den Motorschutzbügeln angebracht, um einfach nochmal einen anderen Kamerawinkel zu bekommen. Und dann kommt hier nochmal am Lenker nochmal eine dran, das muss ich mir überlegen. Oder ich habe mir jetzt auch von GoPro so eine Extension Kit gekauft, um einfach nochmal einen Stab zu haben, der etwas weiter nach draußen ragt. Ne? Also ich habe jetzt im Prinzip für meine Actioncam 3 mögliche Kamerapositionen, um jetzt verschiedene Blinkwinkel aufzufangen. So, dann kommen wir jetzt mal zu den noch wirklich wichtigen Modifikationen. Das sind natürlich die Reifen. Ich habe ja zuletzt die Bridgestone AX41 gefahren und die grundsätzlich auch sehr gut sind. Aber ich habe für mich hier irgendwie festgestellt, ich werde bei Reifen keine blöden Kompromisse mehr eingehen. Der Bridgestone ist wirklich ein sehr, sehr guter Reifen, wenn man nicht wirklich im groben Gelände fährt oder vielleicht auch nicht im Schlamm fährt. Aber mir ist es ja passiert mit dem Bridgestone, dass ich in Slowenien auf dem TED umdrehen musste oder zumindest umgedreht bin mit dem Gepäck, weil ich bin durch ein Waldstück gefahren und da ging es den Berg hoch und das war sehr schlammig, aufgeweicht vom Regen. Und ich sag mal so, mit den Reifen, die ich jetzt hier drauf habe, wäre mir das wahrscheinlich nicht passiert. Okay, ich sag mal, man kommt sicherlich mit dem Bridgestone auch sehr, sehr weit. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt hier aktuell den Mitas Dakar 09 drauf und der Reifen hat mich mega überrascht. Der hat einfach massiven Grip, der hat auch eine sehr, sehr gute Seitentraktion und hat ein sehr grobes Profil und ich denke, der wird im Schlamm oder auch im Tiefsand deutlich besser sein als der Bridgestone, der durch einfach seine sehr runde Kontur natürlich top auf der Straße funktioniert und da auch sicher nicht zu schlagen ist. Aber ich muss sagen, die Herangehensweise bei der Reifenwahl ist für mich jetzt nochmal komplett anders als die so propagiert wird. Die meisten sagen, ja, ich fahre jetzt 80% Straße, wieso brauche ich einen totalen Offroad-Reifen? Das ist meiner Meinung nach völlig unsinnig eigentlich, diese Sichtweise, weil jeder von uns, es sei denn, er fährt Motocross oder hat wirklich eine Maschine, die nicht straßenzugelassen ist oder der vielleicht seine Maschine in den Transporter steckt und irgendwo hinfährt, um da irgendwie nur im Wald rumzufahren. Aber das ist ja nicht die Lebensrealität. Die Lebensrealität ist, ihr fahrt mit dem Motorrad irgendwo hin, fahrt Offroad und fahrt dann weiter oder seid auf einer Fernreise. Und es nützt euch überhaupt nichts, wenn der Reifen in 80% der Fälle funktioniert und klasse ist und dann biegt ihr auf einen Trail ab oder fahrt irgendwie über den Trans-Euro Trail oder auf einer Fernreise, fahrt ihr irgendwie 50 Kilometer und dann kommt auf einmal eine Stelle, die ihr einfach nicht hochkommt oder weiterkommt, weil der Reifen das nicht hergibt. Dann müsst ihr einfach umdrehen oder ihr legt euch auf den Bart, ne, und ihr müsst die Maschine rumwuchten oder ihr verletzt euch. Also ich werde hier keine Kompromisse mehr eingehen, was die Offroad-Tauglichkeit anbetrifft. Und was mich echt überrascht hat, der Mitas ist super, auch auf der Straße. Also ich bin den jetzt den ganzen Winter durchgefahren, bei Regen, auch bei Schnee. Der Nassgrip ist gut. Natürlich ist er nicht so gut wie der Bridgestone auf Asphalt, aber er ist echt klasse dafür, dass der solche breiten Stollen hat. Und ich habe jetzt hier 2000 Kilometer mit dem Ding runter und ich lasse den jetzt auch drauf und werde den auch auf der Afrika-Tour drauf lassen. Und da wird er auf jeden Fall über 9000 Kilometer bekommen und werde euch danach berichten, wie er sich auf lange Sicht geschlagen hat. Aber ich merke das allein schon, wenn ich hier einen schlammigen Weg hochfahre, der hat einen unglaublichen Grip. Letztes Jahr war ich auf dem Trans-Euro Trail in Holland und bin da nochmal Sand gefahren und merke auch, die Traktion in den Kurven ist viel, viel besser aufgrund dieser aggressiven Profilgestaltung. Also Mitas E09 Dakar, wunderbar. So, jetzt waren wir bei den Reifen. Das heißt, wir sind jetzt schon beim nächsten Punkt und zwar dem der Kette. Ja, zum Thema Kette ist Folgendes zu sagen. Ich habe jetzt nach der Bosnien Rallye meinen Kettensatz getauscht. Da hatte ich ja ungefähr 16.500 Kilometer runter, als ich aus Bosnien kam und hatte vorher eine Rollenkette drauf. Ich muss allerdings sagen, ihr habt ja meine Anmerkungen zum Thema Rollenkette beim letzten Mal vielleicht noch in Erinnerung, falls ihr das letzte Video gesehen habt.
Ich muss sagen, ich habe höchstwahrscheinlich eine minderwertige Kette von Inuma bekommen. Wahrscheinlich war das irgendwie eine Billigproduktion. Die Verpackung sah auch sehr merkwürdig aus, weil ich bin so ein bisschen enttäuscht gewesen von der Laufleistung dieser Inuma-Kette. Bin damit nicht zufrieden. Ich musste ziemlich oft die Kette nachspannen während der Bosnia Rallye. Ich glaube 4-mal oder 5-mal. Also ich habe eigentlich nach jeder Etappe die Kette nachgespannt. Wobei ich so ein bisschen zur Entschuldigung sagen muss, dass ich die Kette gewechselt habe, hat die Maschine, glaube ich, 8000 Kilometer drauf gehabt. Und ich habe auch das Ritzel und das Kettenrad nicht mitgewechselt, was man nicht machen soll. Das heißt, die neue Kette hat sich jetzt auf die alten Zahnräder eingearbeitet, was suboptimal ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt wieder zurückgewechselt auf eine O-Ring-Kette bzw. XW-Ring-Kette. Das ist jetzt hier eine DED-Kette. Ja, ich habe beim letzten Mal erzählt, das ist nicht so toll, aber das Problem ist einfach, dass in der Dimension 525, da gibt es einfach keine vernünftigen Racing-Ketten. Also es gibt für 520 gibt's wunderbare Racing-Ketten in allen möglichen Farben, für Motocross oder auch für Rennmotorräder, aber in der Dimension 525 mit Clipschloss bekommt ihr fast nichts. Also die Auswahl ist total miserabel und ich wollte halt auch irgendwie gerne eine rote Kette haben, weil das sieht einfach irgendwie ganz cool aus bei dem Motorrad. Also ich bin jetzt wieder zurückgewechselt und ja, bin jetzt wieder bei der alten Geschichte. XW-Ringkette, hochwertig und man merkt auch schon jetzt, ich bin im Winter gefahren, die ist laufruhig. Man muss natürlich sehen, wenn die älter wird, was damit passiert mit den steifen Kettengliedern. Aber wie gesagt, ich bin jetzt wieder zurück auf der mehr oder weniger normalen XW-Ringkette. Und was man auch sehen kann, ich habe hier ein goldenes Kettenrad drauf. Das ist aber jetzt nur Gold, weil die Farbe gefällt mir gut. Die habe ich dann auch irgendwie im Zubehör bestellt. Ich habe aber auch immer noch das Original-Setup. Das bedeutet ein 15er Kettenritzel vorne. Ich bin eben nicht auf einen 16er gegangen, weil ich halt viel im Gelände fahre und das einfach ganz gut finde, wenn ich untenrum mehr Zug habe. Und mit einem 16er Ritzel, das ist vielleicht auf der Autobahn gut oder vielleicht auch auf der Landstraße, aber ich habe immer noch die Standardübersetzung. Das gilt auch für hinten. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Federbein. Das ist sicherlich so ein Punkt, wo einige von euch wahrscheinlich sagen, das ist ganz schön crazy, beim Motorrad für den Preis irgendwie ein Öl ins Federbein anzubauen. Aber ich dachte, ach komm, ich bin so happy mit der Maschine und die war relativ günstig. Schenken wir ihr doch mal ein bisschen was zu Weihnachten. Und ich habe jetzt mein YSS-Federbein ausgebaut und habe mir dafür ein Öl ins gegönnt. Das war auch im Angebot. Ich habe das über einen italienischen Shop ziemlich günstig bekommen. Das hat irgendwie 815 € gekostet. Das war sehr günstig. Normal kosten die über 1000. Und ich dachte, ach komm, scheiß drauf, Öl ins. Und was muss ich sagen? Ja, das YSS war schon wirklich gut. Aber das Öl ins ist halt nochmal eine Spur besser. Also irgendwo ist der Preis da. Ihr habt eine verstellbare Druckstufendämpfung. Man hat hier dieses schöne Handrad, wo ihr die Druckstufe einstellen könnt. Ihr habt hier unten eine Zugstufenverstellung. Ja, und macht natürlich optisch was her. Ne? Das gelbe Öl ins, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist so eine bisschen unvernünftige Sache, aber wenn man halt viel im Gelände fährt wie ich und da irgendwie Spaß an der Sache hat, warum nicht? Im Zuge dessen gibt es hier noch eine Sache zu erwähnen. Das habe ich auch direkt am Anfang schon gemacht, als ich die Himalayan gekauft habe. Ich habe hier einen sogenannten Dropling-Kit eingebaut, um das Motorrad etwas höher zu legen. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass ich die Bodenfreiheit etwas anheben wollte. Also Dropling-Kit kostet ungefähr 180 €, meine ich. Gibt es auch bei Hitchcock zu kaufen. Funktioniert wunderbar, keine große Geschichte. Ja, hier noch eine kleine Geschichte, die ich selber gebaut habe, auch um das Federbein zu schützen. Das hatte ich natürlich auch schon bevor ich das Ölins drin hatte, auch bei meinem YSS-Federbein. Ich habe ein Federbein-Protection, also einen sogenannten Gummiflap hier eingebaut, der einfach dafür sorgt, dass das Federbein so ein bisschen vor Matsch und vor Steinen geschützt wird. Gerade wenn ihr im Wald irgendwie durch Pfützen fahrt, dann habt ihr immer direkt den ganzen Dreck auf dem Federbein und das ist irgendwie nervig, das sauber zu machen. Und ja, man kann so Mudguards auch kaufen, die kosten dann so 50, 60 €, aber ich hatte irgendwie noch alte Fußmatten vom VW-Bus und habe mir daraus jetzt eine Gummimatte geschnitten, um einfach das Ding zu schützen. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den wirklich augenscheinlichen Sachen hier. Ihr habt sicherlich entdeckt, dass ich hier eine Sitzbank habe, die rot-schwarz ist.
Einmal ist das eine Sache, ich hatte ja meinen Sitzbankbezug damals auch neu genäht und hatte mir auch ein Gelkissen da eingearbeitet. Aber einmal war ich irgendwie noch nicht so 100% zufrieden mit der Optik. Klar, die sah schon geil aus, die Sitzbank, auch der Bezug war ganz ordentlich, aber ich dachte, Mensch, ich will gerne noch mal was richtig Geiles, was Cooles nähen und auch so ein bisschen meine Nähskills noch so ein bisschen versuchen weiterzuentwickeln und habe mir ein relativ aufwendiges Design jetzt überlegt, ganz, ganz viele Einzelteile, die ich hier verwendet habe, um hier einen Sitzbankbezug neu zu nähen. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, einmal die komplette Polsterung auszutauschen. Ich bin jetzt weg vom Originalschaumstoff, weg vom Gelkissen. Das Gelkissen hat einfach den Nachteil, das habe ich später aber auch nochmal nachgelesen oder eben auch gemerkt, dass ich einen total eiskalten Hintern hatte im Winter, weil Gel speichert auch die Kälte, was natürlich totaler Blödsinn ist. Ja, also von daher habe ich jetzt das Gelkissen rausgeworfen, den kompletten Schaumstoffbezug entfernt und habe jetzt ziemlich harten 3 cm Verbundschrauben in einer Raumdichte von 120 eingebaut. Das selber modelliert und dabei auch nochmal die Flanken etwas modelliert und ja, die Sitzhöhe auch etwas noch abgesenkt. Ganz einfach nicht, weil ich das brauche von der Körpergröße, aber es gibt natürlich nochmal wesentlich mehr Sicherheit im Gelände, weil es macht schon einen Unterschied, wenn ihr irgendwie im Gelände rumfahrt und ihr habt irgendwelche Schlammlöcher und ihr müsst auf dem Boden rumtippeln. Also es ist durchaus nicht immer gesagt, dass maximale Bodenfreiheit so das Beste ist. Also mit der Bodenfreiheit generell habe ich eigentlich bis jetzt kein einziges Mal Probleme gehabt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eben geguckt, dass ich die Sitzbank auch wieder ein bisschen runter bekomme. Vielleicht um 1 cm habe ich die abgepolstert. Und ich sag mal, der Kompromiss ist einfach abgepolstert, ja, aber deutlich härteren Schaumstoff. Und das ist mega geil. Also ihr glaubt gar nicht, wie cool sich das anfühlt am Hintern. Also ich habe hier richtig eine straffe Sitzbank, aber auch nicht übertrieben straff. Also trotz 120er Raumgewicht bin ich mega zufrieden damit. Auch das Rückenteil ist etwas flacher. Das Design ist grundsätzlich gleich geblieben. Also die Form, das finde ich ganz cool, auch mit den zweigeteilten. Gefällt mir wirklich gut. Und ja, es wird sich natürlich jetzt auch auf der Langstrecke zeigen. Wie gesagt, ich fahre jetzt nochmal 9000 Kilometer mit dem Ding und werde sehen, was das auf der Langstrecke ist. Aber was ich jetzt hier so gemerkt habe im Alltagsbetrieb, astrein wunderbar. Noch dazu zu sagen ist, ich habe hier einmal wasserdichtes Kunstleder verwendet. Aber natürlich, wenn ihr hier Ziernähte reinnäht, wie dieses Kreuz- oder Rautendesign, was wir hier benutzt, dann nützt euch das natürlich nicht so viel, wenn das Leder vorher wasserdicht war und ihr da Löcher reinmacht. Und deswegen ist da auch eine sogenannte Klimafolie drunter, beziehungsweise eine Klimamembran. Also unter diesem Schaumstoff ist eine atmungsaktive Klimamembran eingelegt und sorgt dafür, dass, wenn die Sitzbank nass wird und tatsächlich auch hier durch die Nahtstiche was durchkommen sollte, dann kann das auch wieder auslüften. Also so viel zum Thema Sitzbank. Und optisch ist das natürlich schon, also meine eigene persönliche Meinung ist schon der Burner und macht schon richtig was her. Also ich mag's. Ne? Wie gesagt, Optik ist immer Geschmackssache, aber ich mag das halt. Ja, jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen, die auch so ein bisschen was mit Optimierung zu tun haben. Das ist hier die Original-Gepäckplatte, beziehungsweise das Original Rack von Enfield. Und original ist hier eine Platte oben drauf geschraubt. Und ich habe mir gesagt, was soll diese blöde Platte? Die wiegt, glaube ich, 600 Gramm, die habe ich einfach abgeschraubt. Also letzten Endes nochmal Gewicht gespart, Platte hinten entfernt. Ist eine wunderbare Sache, weil stört nicht und ist nur unnötiges Gewicht. Ja, wie schon in dem letzten Review erwähnt, bin ich ja von meinen Bactex Gepäckträgersystemen gewechselt auf ein SW Motec System, und zwar nennt sich das SLC-System mit 3-Punkt-Arretierung. Ist wunderbar. Ich verwende ja Kappa-Taschen mit jeweils 14 Litern. Das ist einfach absolut notwendig, meiner Meinung nach, wenn man im Gelände fährt, weil mit schweren Koffern verletzt ihr euch bloß, wenn ihr unter das Motorrad geratet. Und tatsächlich ist mir das auch einmal passiert in Slowenien auf dem TED. Da bin ich so blöd weggerutscht im Schlamm, dass mein Fuß unter die Taschen geraten ist. Und
ja, mir ging es da in dem Moment nicht ganz so gut, weil ich ja auch irgendwie diese angebrochene oder gebrochene Rippe hatte und das war ja auch auf der Heimreise und ich war körperlich auch nicht mehr fit. Aber ich muss sagen, die ganze Last vom Motorrad ist auf meinem Bein irgendwie gelastet und das Bein war auch verdreht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in dem Moment einen Aluminiumkoffer gehabt hätte, dann hätte ich mir vielleicht sogar den Unterschenkel verletzt. Und so ist einfach das Motorrad mit den weichen Gepäcklösungen auf meinem Bein zu liegen gekommen und hat eben dafür gesorgt, dass ich mich nicht verletzt habe. Ne, also ich konnte dann mein Bein unter dem Motorrad rausziehen und die Maschine auch ganz normal aufheben. Also Softgepäcklösung definitiv zu empfehlen bei Offroad-Einsatz. Und auch das Fahrverhalten ist toll. Also ich muss sagen, ein Softgepäcksystem fährt sich viel, viel besser. Und der Kompromiss hier bei dem SLC ist einfach, ihr habt eine Dreipunkthalterung, wo ihr mit einem Klick eure Tasche einhängen könnt. Und man kann jede Tasche darauf anpassen. Also es gibt sogenannte Adapterplatten zu kaufen, die verschraubt ihr mit einer Tasche eurer Wahl und dann könnt ihr die dann dran klicken. Ne, das geht wunderbar schnell und ist nicht so wie bei den Mosko-Moto-Systemen, die vielleicht natürlich noch ein bisschen enger anliegen und vielleicht auch cool sind von der Breite her und so weiter. Aber ihr habt bei diesen Satteltaschen auch von Enduristan oder Mosko-Moto das Problem, dass ja durch diese ganzen Spanngurte, das ist total nervig, die immer wieder zu verzurren und abends wieder abzumachen, wenn ihr damit, was weiß ich, in ein Hotel wollt. Also ich bin bisher mit der SB Motec-Lösung wirklich zufrieden und es ist auch von der Optik her echt klasse. Meiner Meinung nach das schönste System, was es gibt und auch wirklich sehr, sehr gut im Alltag zu nutzen. Ja, Thema Gepäck. Es ist eine vergleichsweise kleine Modifikation, aber von der bin ich wirklich immer noch begeistert, auch wenn sie jetzt so easy ist. Ich habe hier dieses Gepäcknetz immer dabei und das ist eigentlich mega cool. Ich benutze ja hinten obendrauf so eine Schweizer Armeetasche, die man irgendwie ineinander falten kann. Und ich brauche einfach keine Spanngurte mehr. Also ich kann einfach dieses Gepäcknetz nehmen und spannen das über die ganze Bagage da hinten und kann auch ganz, ganz flexibel, auch wenn ich einkaufen will, mal kurz das Netz anheben, was drunter stopfen. Also dieses Netz ist genauso billig wie genial. Also ich kann euch nur empfehlen, wer sowas noch nicht ausprobiert hat, kauft euch mal so ein Gepäcknetz, weiß ich nicht, für 7 Euro oder so. Das ist wirklich klasse. Es ist sehr, sehr flexibel, auch ich habe es im Alltag drauf, wenn ich zur Post fahre, ein Paket abholen will, dann zapp drunter oder zum Einkaufen irgendwas drunter klemmen. Wunderbar, kann man immer drauf lassen, ist einfach nur praktisch. Ja, dann sind wir jetzt schon beim Thema Werkzeug. Das ist auch so ein bisschen Thema Vorbereitung auf meine Tour. Dafür wird es noch ein extra Video geben. Übrigens für die gesamte Marokko-Reise mache ich mehrteilige Videos, also ich dokumentiere die Reise und dementsprechend habe ich auch mein Werkzeug-Setup etwas angepasst. Also was ich gemerkt habe, ich habe bei der Bosnia Rallye viel zu viel Werkzeug dabei gehabt. Also ich hatte eine mega fette Werkzeugrolle dabei. Ich glaube, die hat 7 Kilo gewogen. Ich habe da allen Scheiß eingepackt. Dicke Schlüssel und so weiter zum Reifenwechseln. Aber das ist eigentlich alles Blödsinn, habe ich gemerkt. Erstmal habe ich es nicht gebraucht. Okay, vielleicht war es auch nur Glück. Aber ich habe jetzt mein Setup hier so verändert, dass ich einmal das Original-Bordwerkzeug benutze. Und das reicht tatsächlich aus, um die Räder auszubauen, auch wenn das billig aussieht. Aber man glaubt es kaum, auch mit diesem billigen Werkzeug kann man die Räder ausbauen. Ich habe es ausprobiert ohne Probleme. Und habe das lediglich ergänzt durch so ein paar kleine Sachen. Also einen Imbusschlüsselsatz, nochmal einen etwas besseren, eine Viertelzollknarre. Dann habe ich noch Flickzeug dabei, dann habe ich noch ein Kettenglied dabei, ein paar Ersatzsicherungen, ein Relais. Und was ich auch noch mitgenommen habe, ist ein Steuerkettenspanner. Die Story habe ich euch ja vor längerer Zeit schon erzählt, für den Fall, dass ein Steuerkettenspanner sich mal verabschieden sollte. Ich hoffe nicht. Aber ich habe auch einen Steuerkettenspanner dabei, ansonsten ist das einfach nur minimal. Was ich sonst noch habe, ist zum Reifenwechsel. Das braucht man natürlich, wenn man eine Fernreise vor allen Dingen macht. Gerade in der Wüste oder sonst wo habt ihr die Möglichkeit, eure Reifen zu wechseln. Und dazu braucht ihr vernünftige Montierhebel. Also was ich euch auf keinen Fall empfehlen kann, billige Montierhebel zu verwenden. Da macht ihr euch die Schläuche mit kaputt. Und ich habe jetzt mir welche von Eastbound bestellt. Ja, das war auch ein Tipp aus so einem YouTube-Kanal. Die fand ich richtig geil. Die kosten zwar 100 Euro, aber wenn ihr euch die mal anguckt, mega cool. Also sehr, sehr gut verarbeitet, sehr, sehr leicht aus Aluminium. Und die haben auch einen sogenannten Beadbreaker innen drin, womit ihr eure Reifenflanke in das Felgenbett drücken könnt, um einfach das leichter zu montieren.
Also ich habe ein Eastbound-Set dabei, das habe ich in meinem normalen Gepäck dabei. Ansonsten ist mein gesamtes Bordwerkzeug unter der Sitzbank. Das reicht völlig aus. Ja, ansonsten die zuverlässigkeitsrelevanten Sachen, das habe ich ja schon tausendmal erklärt. Als ich das Motorrad neu habe, habe ich direkt die Relais getauscht. Ne? 5 Relais, 4 unter der Sitzbank. Benzinpumpenrelais von Hella, Stückpreis 4 Euro oder 5 Euro. Die sind einmal komplett ausgetauscht. Ich hatte auch nie Probleme mit den Relais, aber das ist natürlich modifiziert. Wird eigentlich jedem Himalayan-Fahrer, wenn er das Motorrad kauft, geraten. Wenn die Relais noch nicht getauscht wurden, baut euch direkt neue ein, weil die Originalen sind nicht gut. Die sind mit Fett verklebt und machen Probleme. Und die Hella Relais natürlich nicht. Das gleiche gilt auch für die nächste Modifikation, die Batterie. Wie gesagt, ich persönlich hatte keine Probleme mit der Originalbatterie, aber ich habe mir trotzdem eine sehr, sehr hochwertige AGM-Batterie gekauft. Die kostete um die 80 Euro. Die habe ich direkt getauscht, weil die Originalbatterien meistens nichts taugen. Wie gesagt, so eine Batterie frisst jetzt kein Brot, habe ich direkt von Anfang an getauscht. Ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen. Also Batterie ist natürlich das mit einer der wichtigsten Sachen in eurem Motorrad, weil davon hängt eine ganze Menge ab. Ja, dann haben wir hier noch den Tankring. Kennt ihr vom letzten Mal, das ist ein Tankring, damit könnt ihr Tankrucksäcke befestigen. Das ist ein Givi-System. Funktioniert wunderbar. Ich habe es jetzt schon seit 1,5 Jahren drauf und habe einen kleinen Givi-Rucksack, der nicht allzu groß ist. Ich brauche keinen großen. Ich benutze den Tankrucksack hauptsächlich, um da meine Sachen reinzupacken, die ich schnell brauche. Also Kamera, Equipment, die Drohne ist da drin, Akkus, vielleicht eine Powerbank oder vielleicht mal ein Schokoriegel oder irgendwie sowas ist da drin. Das reicht mir vollkommen aus. Ja, die andere Geschichte ist die, ich hatte ja vor 2 Monaten ein Video veröffentlicht, GR Moto-Auspuff. Ich habe jetzt hier mir einen Sportauspuff angebaut von GR Moto. Der ist mega cool. Also wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch gerne das Video an. Ich habe da ausführlich nochmal meine Meinung zu kundgetan. Ich finde den mega geil. Ich habe den jetzt schon 2 Monate drauf. Der Sound ist gut. Das Motorrad wirkt dadurch auch munterer aber die Hauptintention ist das Gewicht. Der GR Motor wiegt tatsächlich 3 Kilogramm weniger als der Originalauspuff und das ist jetzt wirklich entscheidend. Also ich bin jetzt gerade im Hinblick auf meine Marokko-Reise nochmal hingegangen, habe geguckt, ja, kann ich irgendwo noch Gewicht sparen? Was soll das? Was soll ich mit dem ganzen Zeug? Und ich bin jetzt tatsächlich im Endeffekt durchaus so weit, dass ich, glaube ich, bei dieser Reise, auch wenn die vielleicht noch ein bisschen länger dauert als die Bosnien-Tour, ungefähr 7 bis 8 Kilogramm leichter bin als letztes Jahr. Ne? Und einer der Faktoren ist auch der GR Moto Auspuff. Also ich bin jetzt nochmal runter mit dem Gewicht und der GR Moto, der leistet dazu einen entscheidenden Beitrag und sieht natürlich auch geil aus. Also gar nicht die Frage. Also ich bin wirklich happy mit dem GR Moto Auspuff. Was hat der gekostet? Ich glaube, ja, müsst ihr nochmal in das alte Video gucken. Das war nicht so teuer, um die 300 Euro, weiß ich nicht mehr genau, oder 350. Guckt mal rein, guckt euch das Video an und da erkläre ich euch nochmal genauer, auch wie man das Ding anbaut, wie er sich anhört, auch im Vergleich zu dem Originalen und so weiter und so fort. Ja, was hier auch augenscheinlich ist, sind meine Fußrasten. Die habe ich aber auch schon ewig dran. Und zwar sind das Fußrasten von Amazon. Und zwar eigentlich für eine Honda CRF 250, aber im Prinzip sind Fußrasten relativ universal. Also wenn ihr Zubehör Fußrasten bestellt, dann passen die mit minimalen Modifikationen meistens an euer Motorrad. Ein Grund ist die Optik, zweiter Grund ist natürlich Gewicht, aber das ist eher sekundär. Bei so ein paar Gramm macht das nicht viel aus. Und der andere Punkt ist einfach, dass die Auflagefläche dieser Fußrasten etwas höher ist, was natürlich im Gelände ein großer Vorteil ist. Also andere Fußrasten würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, Thema Fußrasten. Wir haben natürlich auch hinten Fußrasten und ja, wenn man nicht zu zweit fährt oder auch eine Urlaubsreise macht, wo ihr einfach alleine fahrt, macht es einfach Sinn, die Dinge einfach abzubauen, weil die wiegen, weiß ich nicht, auch nochmal 500 Gramm oder so oder 600 und baumeln da hinten rum und die kann man durchaus für so eine Reise auch mal abschrauben und das habe ich auch gemacht, also weg damit. Ja, was natürlich eher ein Standard-Zubehörprodukt ist, aber auch durchaus absolut sinnvoll,
sind Ständerverbreiterungen. Ich habe jetzt hier nochmal eine neue Ständerverbreiterung von irgendwo bei eBay bestellt. Die war, weiß nicht, die hat glaube ich 30 € gekostet, war auch glaube ich relativ preiswert. Was ihr bei diesen Platten beachten müsst, weil ich habe jetzt schon die dritte dran. Also ich hatte einmal eine dran von Hitchcocks, das war, nee, oder von Hitch, ich weiß gar nicht mehr. Die habe ich aber auch irgendwie schlecht festgemacht und die habe ich irgendwann verloren. Dann hatte ich eine von Amazon, eine billige, die habe ich auch verloren. Liegt aber daran, dass ich die wahrscheinlich nicht gut genug festgeschraubt habe. Und ich habe jetzt die nächste Ständerplatte, die hier drauf ist, mit Loctite nochmal angeschraubt und mit selbstsichernden Muttern. Also ihr habt ja eine enorme Last auf dem Ständer und auch permanente Vibrationen. Ich rate euch also, baut ihr so eine Ständerverbreiterung an, was auf jeden Fall sinnvoll ist, damit das Moped nicht so tief einsinkt, im Sand oder auch im Schlamm. Dann sichert die mit Loctite. Ansonsten hier obligatorisch, das machen auch sehr viele und man sieht das hier auch in meinem Teil. Es macht Sinn, hier einen Hauptbremszylinderschutz anzubauen. Man sieht an den Schleifspuren auf meiner Platte hier, dass es durchaus auch ist, dass ihr da mit dem Stiefel drauf rumkratzt. Und ich habe mir den hier selber gebaut. Wenn man die kauft, kostet der, keine Ahnung, 30, 40 €, finde ich schon ein bisschen teuer für so ein Stück Blech. Ja, was auch offensichtlich ist, aber auch eigentlich ein alter Hut als ganz, ganz wichtige Modifikation. Und da sind wir tatsächlich schon bei dem Punkt Nummer 36. Da sind die Givi Motorschutzbügel. Die sind sehr, sehr solide. Das habe ich euch auch schon mehrfach gesagt. Das ist auch bekannt. Macht auch nicht viel falsch damit mit der 3-Punkt-Aufnahme. Das Einzige, was mich wirklich an den Givis so ein bisschen stört, muss ich sagen, ist hier das Rohr, was hier hinten ist. Ihr merkt das, wenn ihr auf dem Motorrad sitzt oder im Stehen fahrt, habt ihr immer so ein bisschen das Problem, dass ihr mit dem Unterschenkel und mit dem Unterschenkelknochen dieses Rohr spürt. Und ich habe immer mal so ein bisschen Angst, wenn ich mich damit mal auf den Bart lege oder es unglücklich läuft, dass mein Unterschenkel so ein bisschen eingeklemmt wird zwischen diesen Stutzbügel und vielleicht einen Felsbrocken. Mir ist es auch letztes Jahr passiert, muss ich sagen, auf dem TED in Holland. Da bin ich einmal in so einer miesen Spurrille weggerutscht und da ist die Maschine umgekippt und da habe ich tatsächlich auch meinen Unterschenkel so ein bisschen eingeklemmt. Auf der linken Seite war das, glaube ich, zwischen Sturzbügel und dieser, weiß ich nicht, so ein Graben war das. Und da hatte ich einen ziemlich geschwollenen Unterschenkel. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen dem Givi geschuldet. Also ich würde mir wünschen, dass man hier einen Sturzbügel hätte, der etwas mehr nach innen geht. Der Sturzbügel von SW Motec ist tatsächlich weiter nach innen gebogen. Der sieht eigentlich genauso aus von der Optik, ist aber mehr nach innen gebogen. Der einzige Nachteil beim SW Motec ist, dass der einfach fummelig zu montieren ist. Der Givi-Bügel lässt sich wirklich einfach montieren und man kann auch entgegen mancher Annahme auch Ölwechsel machen, beziehungsweise auch den Ölfilter rausziehen, ohne den abzubauen. Funktioniert soweit gut. Aber wie gesagt, ich würde gerne vielleicht nochmal neue Sturzbügel ausprobieren, aber es gibt eigentlich nichts wesentlich Besseres auf dem Markt. Ich würde mir manchmal wünschen, es gäbe etwas leichtere, weil ich möchte gerne noch ein bisschen Gewicht sparen. Das wäre schon cool. Ja, aber es gibt irgendwie keine, die leichter sind. Es gibt natürlich so einfache 2-Punkt-Bügel, aber die sind wieder scheiße, weil wenn er damit umkippt, dann werden die nach innen gebogen. Also ich denke, eine 3-Punkt-Aufnahme ist schon geil, aber ich finde, man hätte das auch noch 1 Kilo leichter machen können. Aber gut, schauen wir mal, was sich auf dem Markt so tut. Vielleicht bringt hier irgendjemand mal ein paar Stutzbügel raus mit 3-Punkt-Aufnahme, vielleicht aus Aluminium, die vielleicht 1 Kilo leichter sind als die Givis. Wäre cool. Ja, meine lieben Freunde, dann sage ich mal, das war es jetzt für dieses Video. Seid gespannt, es wird nicht mehr allzu lange dauern, da veröffentliche ich nochmal ein Vorbereitungsvideo für meine Marokko-Tour, wo ich euch nochmal so ein bisschen mitnehme, was ich alles an Moped gemacht habe als Vorbereitung für die wirklich relativ lange Reise. Technischer Natur, aber auch nochmal so ein bisschen mein Equipment zeigen und wie mein Gepäck-Setup aussieht. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich so ein bisschen wirklich reduziere auf das Notwendige und so viel wie möglich Gewicht einfach zu Hause lasse. Einfach damit so ein bisschen mehr Spaß im Urlaub passieren kann. Bis dahin ja, wünsche ich euch ein paar nette Tage. Genießt die Sonne.
ich hoffe jetzt, ja, der Winter scheint vorbei zu sein und endlich kommt die Sonne wieder rauf. Wunderbar. Also mir ging das echt auf den Sack jetzt, dieses Wetter. Wirklich schrecklich. Aber ich fahre ja ohnehin jetzt Ende des Monats Richtung Süden. Und das Schöne ist ja einfach, je weiter ich nach Süden fahre, umso besser wird das Wetter. Also ich glaube, das wird wunderbar. Bis später.